C1 Frage Nummer 3. Was würdest du in deiner Stadt gerne ändern? Hier achte auf Conditional tense Umzug plus infinitive phrases. and advanced subordinating conjunctions. Hier sind einige Ideen. Wir haben sehr viele Grünflächen, aber keine Fahrradwege. Und das würde ich ändern, wenn ich Bürgermeister wäre. Wenn man überall mit dem Fahrrad hinfahren könnte, dann müsste man nicht so oft mit dem Auto fahren, was gut für die Umwelt wäre. Wir haben eine Recyclinganlage in unserer Stadt, aber mein Nachbar recycelt sehr wenig. Das finde ich sehr schlecht und ich möchte das ändern, wenn ich könnte. Auch zu Hause wäre es möglich, noch umweltfreundlicher zu sein. Jeder sollte Energie sparen, indem man zu Fuß geht, statt das Auto zu benutzen. Man sollte sich auch immer duschen, statt ein Bad zu nehmen, damit man Wasser spart. So, conditional tense, this is obviously a whole question which addresses the idea of something you would like to change about your town. So they are all, to a certain extent, hypothetical situations. You're just expressing your dreams and desires. So we're going to get lots of conditional tense, and here are some examples. Das würde ich ändern. Wenn man überall mit dem Fahrrad hinfahren könnte, dann müsste man nicht so oft mit dem Auto fahren, was gut für die Umwelt wäre. So as we've discussed before, there are two different ways of forming the conditional tense. You've got würde and an infinitive at the end. That's the first example. And then you also have, for regularly used verbs, a shortened form just for the conditional. We have here könnte from the verb können, meaning would be able to. Müsste from the verb müssen, which is would have to. And we also have right at the end wäre, which comes from the verb sein, and wäre means would be. And be very careful here, you must make sure that you get your umlauts on these, because otherwise you're forming a different form of the verb and you're not using the conditional. We also had a slightly different phrase here, which we've probably never seen before, statt and zu plus infinitive. Statt das Auto zu benutzen, statt ein Bad zu nehmen. So statt means instead of, and it's exactly the same kind of formulation as zu, so we just need statt plus the details, and then at the end zu plus an infinitive. So statt das Auto zu benutzen, instead of using the car. And in this text we try to really up the level and use some very advanced subordinating conjunctions. So if you've mastered weil and da, then try some of these. Wenn ich Bürgermeister wäre, wenn man überall mit dem Fahrrad hinfahren könnte, dann müsste man nicht so oft mit dem Auto fahren, indem man zu Fuß geht, damit man Wasser spart. So hopefully wenn is fairly self-explanatory, that's when or if, and obviously verb at the end. You often see wenn combined with a second clause starting with dann and the verb, so it's an if-then situation in English. And then the final two, which are possibly new, indem man zu Fuß geht, is by going by foot, or by walking in other words, and damit is so that. So damit man Wasser spart, so that one saves water. And using those would really impress the examiners.